Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jomo genau richtig. Ich bin der Jonas und ich möchte euch heute zeigen, wie man unseren Varitron über Node-RED an eine Cloud bzw. MQTT Broker anbinden kann. Los geht's! Wir wollen heute die Prozesswerte unseres Varitrons an eine Cloud bzw. an einen MQTT Broker senden. Dazu habe ich das Projekt von unserem letzten Video geöffnet. Wir wollen jetzt die Prozesswerte Temperatur 1, 2 und 3 über MQTT zu dem Broker schicken. Dazu benutze ich die vorinstallierten Knoten für MQTT für Ausgang und konfiguriere diesen entsprechend mit einem Doppelklick. Als erstes müssen wir natürlich einen MQTT-Broker hinzufügen. Ich habe dazu einen kostenlosen MQTT-Broker benutzt, ich mir die Daten hier kopieren kann und füge den jetzt hier in Node-RED hinzu. Port 1883 ist hier schon voreingestellt. Die anderen Einstellungen lasse ich auf Standard. Nun muss ich mir ein Topic für meinen jeweiligen Prozesswert ausdenken. Ich nenne den Varitron/T1. Das ist mein Topic für diesen Prozesswert an diesem MQTT-Broker. Sage ich hier fertig und verbinde das Ganze mit meinem Prozesswert. Das Ganze stelle ich jetzt auch für Temperatur 2 und 3 ein. Der Broker ist schon vorausgewählt. Ich muss lediglich das Topic anpassen. Und die Prozesswerte entsprechend auf diesen Knoten ziehen. Ich verschiebe das hier noch ein bisschen, dass man das ein bisschen besser sieht. Okay, ich übersetze das Ganze und sehe, dass der Knoten mit dem MQTT-Broker verbunden ist. Über die gleiche Plattform kann ich jetzt überprüfen, ob meine Prozesswerte in der Cloud bzw. beim Broker ankommen, indem ich mich für dieses Topic, was wir eben erstellt haben, anmelde. Unser Topic war Varitron Temperatur 1. Man sieht hier kommen schon direkt die Temperaturwerte vom Varitron. Ich füge jetzt noch die anderen hinzu. Und ich sehe, dass hier zyklisch die Werte hochgeschickt werden. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, ich werde mir jetzt hier ein neues Topic ausdenken. Temperatur 4. Und dies werde ich jetzt mit dem Varitron einlesen über MQTT. Das heißt, ich nehme jetzt diesen MQTT-In-Knoten, ziehe den hier rüber und konfiguriere ihn entsprechend. Der Broker ist hier schon eingestellt. Ich melde mich für das Topic an.
und gebe das Ganze über die Debug-Konsole aus. Sehen, wir sind verbunden. Jetzt müssen wir natürlich mal einen Wert vorgeben. Und wir sehen, der kam hier direkt in unserem Varitron an. Diesen könnte ich jetzt natürlich intern weiterverarbeiten oder an die Codesys-Steuerung unterschreiben. Ihr habt gesehen, mit wenigen Klicks ist es möglich, per MQTT Daten zu versenden und zu empfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben oder schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.